Ökotest schlägt immer wieder Alarm, doch Millionen Deutsche ignorieren es täglich. Wer morgens den falschen Kaffee brüht, trinkt laut offiziellen Analysen einen Cocktail aus Schimmelpilzgiften, bedenklichem Acrylamid und Pestizidrückständen, und bei Kapseln kommt noch die Gefahr von Mikroplastik direkt in die Tasse. Für Senioren, die auf ihr Herz achten, oder Familien, die einfach sicher in den Tag starten wollen, ist das kein Genuss mehr. Es ist eine Gesundheitsfalle, getarnt als morgendliches Ritual. In diesem Video zerlegen wir 14 der bekanntesten Kaffeemarken in deutschen Supermärkten. Marken, die du ab heute im Regal stehen lassen musst, selbst wenn du sie seit Jahren kaufst. Bleib bis zum Ende dran, denn ich zeige dir auch, welche Hersteller echte Qualitätskontrollen haben und welchen du wirklich noch blind vertrauen kannst. Wenn du solche unzensierten Fakten feierst, drück jetzt auf Like und lass ein Abo da. Starten wir auf Platz 14 mit einer der meistverkauften Kaffeemarken in Deutschland, Bellarom aus dem Lidl-Regal. Der extrem günstige Preis für das Pfund Bohnen oder Filterkaffee wirkt auf den ersten Blick wie das perfekte Alltagsschnäppchen. Aber lass uns über die Realität dieses Preises sprechen. Um Kaffeebohnen zu so niedrigen Kosten in Millionenauflage anzubieten, müssen im Ursprung radikale Abstriche gemacht werden. Das bedeutet, in diesen Packungen landen primär die billigsten Robusta-Bohnen der untersten Qualitätsstufen. Das Problem ist nicht nur der flache, verbrannte Geschmack, sondern die fehlende Selektion. In solchen Massenblends werden minderwertige oder beschädigte Bohnen oft ungesichtet mitverarbeitet. Wenn du diesen Kaffee morgens trinkst, attackieren die harten, ungefilterten Gerbstoffe direkt deine Magenwand. Du sparst beim Einkauf ein paar Euro, zahlst den Preis dafür aber mit Sodbrennen und einem industriellen Billigprodukt. Lass diese Packungen im Regal. Kommen wir zu Platz 13 und einem roten Glas, das seit Jahrzehnten in fast jeder deutschen Küche steht. Nescafé. Der Inbegriff von schnellem, löslichem Kaffee für den morgendlichen Zeitdruck. Aber wirf mal einen Blick auf die physikalische Realität dieses Pulvers. Wirf einen Löffel davon in heißes Wasser, es löst sich in Sekundenschnelle auf. Zu schnell. Echter Kaffee wehrt sich gegen Wasser und braucht Zeit für die Extraktion. Dieses Produkt ist chemisch so bearbeitet, dass es sofort verschwindet. Der Grund liegt in der industriellen Herstellung. Bei der sogenannten Sprühtrocknung wird flüssiger Kaffee mit extremen Temperaturen durch gigantische Türme gejagt. Diese brutale Hitze vernichtet nahezu alle natürlichen Antioxidantien, die Kaffee eigentlich wertvoll machen. Schlimmer noch, durch diesen Prozess entsteht Acrylamid in deutlich höheren Mengen. Eine Verbindung, die offiziell als potenziell krebserregend gilt. Du tauschst hier deine Gesundheit gegen 30 Sekunden Zeitersparnis. Lass das Glas im Schrank stehen. Gehen wir direkt zu Platz 12 und einem System, das die bequeme Einzelportion revolutioniert hat. Senseo. Millionen Menschen legen jeden Morgen diese weichen Papierpads in ihre Maschinen, drücken einen Knopf und freuen sich über die schöne Schaumschicht auf ihrem Kaffee. Genau hier beginnt die Täuschung. Schau dir diese Crema in deiner Tasse einmal genau an. Sie hat große Blasen und fällt relativ schnell in sich zusammen. Warum? Weil es keine echte Crema ist. Bei einem echten Espresso entsteht Crema durch hohen Brühdruck, der die natürlichen Kaffeeöle extrahiert. Die Senseo-Maschine hat diesen Druck nicht. Stattdessen wird der Kaffee durch eine winzige Plastikkammer gepresst und mechanisch mit Luft aufgeschäumt. Du trinkst keine Qualitätscrema, du trinkst künstlich erzeugten Schaum. Aber das eigentliche Risiko liegt im System selbst. Mach mal eine angefangene Tüte Senseo-Pads auf, die seit 1 oder 2 Wochen in deinem Schrank liegt. Die Pads bestehen aus einfachem Filterpapier, das extrem anfällig für Luftfeuchtigkeit ist. Wenn du die Tüte nicht hermetisch versiegelst oder ein feuchtes Pad auch nur ein paar Stunden in der Maschine vergisst, entsteht sofort ein unsichtbares mikrobiologisches Risiko. Schimmelsporen bilden sich in dem feuchten Kaffeemehl rasend schnell. Du brühst dir am nächsten Morgen unwissentlich kochendes Wasser durch eine mit Sporen belastete Papiermembran. Für Familien oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem ist dieses offene Papiersystem ein tägliches Roulette-Spiel. Machen wir weiter mit Platz 11 und dem absoluten Statussymbol der Kaffeewelt, Nespresso. Die kleinen bunten Aluminiumkapseln sehen elegant aus und versprechen Premium-Qualität auf Knopfdruck.
Aber schauen wir uns die physikalische Gewalt an, die in dieser Maschine passiert. Wenn du den Knopf drückst, wird fast kochendes Wasser mit bis zu 19 Bar Druck durch diese Kapsel gepresst. Das ist ein extremer mechanischer und thermischer Stress. Das Problem ist das Material. Reines Aluminium würde den Kaffee geschmacklich verändern, deshalb sind diese Kapseln im Inneren mit dünnen Kunststofflacken oder Epoxidharzen beschichtet. Bei diesen extremen Temperaturen und diesem massiven Druck entsteht ein unkalkulierbares Risiko der Materialmigration. Das bedeutet, mikroskopisch kleine Plastikpartikel oder chemische Weichmacher können sich aus der Beschichtung lösen und direkt in deine Tasse gespült werden. Du kaufst ein extrem teures System, das dich an einen Konzern bindet und riskierst dafür, jeden Morgen unsichtbare Fremdkörper mitzutrinken. Premium-Marketing schützt deinen Körper nicht vor geschmolzener Chemie. Auf Platz 10 landet ein echter Klassiker, der seit Generationen in den Regalen steht: Edusho. Diese vakuumverpackten Blöcke decken das absolute Budgetsegment ab. Aber lass uns über den Preis sprechen, den dein Körper dafür zahlt. Wenn du ein halbes Kilo Kaffee für so wenig Geld kaufst, muss die Industrie tricksen, die Mathematik lügt nicht. Um in diesem extrem harten Preiskampf zu überleben, füllen die Hersteller diese Mischungen mit massiven Mengen an billigen Robusta-Bohnen auf. Diese Bohnen wachsen im tiefen Flachland, brauchen kaum Pflege und wehren sich in der Natur durch reine Chemie gegen Schädlinge. Genau deshalb enthalten sie fast doppelt so viel Koffein, bringen aber ein handfestes Problem mit sich. Sie sind randvoll mit extrem aggressiven Gerbstoffen und harten Säuren. Jetzt kommt der fatale Fehler in der Produktion. Um bei diesen gigantischen Mengen profitabel zu bleiben, fehlt in der Fabrik schlichtweg die Zeit für eine langsame Röstung. Die Bohnen werden im industriellen Heißluftverfahren in Rekordzeit regelrecht durch die Anlage gejagt. Das physikalische Ergebnis ist immer gleich. Außen sieht die Bohne braun und fertig aus, aber im Kern bleibt die natürliche Chlorogensäure fast unangetastet. Es entsteht ein Getränk, das deine Magenwand direkt attackiert. Millionen Menschen spüren nach der morgendlichen Tasse sofort ein unangenehmes Brennen oder Sodbrennen, schieben es aber ahnungslos auf den Stress im Job. Du trinkst 2 oder 3 Tassen davon und wunderst dich, warum dein Bauch am Nachmittag komplett rebelliert. Die Wahrheit ist, du trinkst eine säurelastige Billigmischung, die deinen Körper systematisch übersäuert. Tradition auf der Verpackung bedeutet nicht, dass es auch gut für deine Gesundheit ist. Kommen wir zu Platz 9 und einer Marke, die du aus unzähligen Cafés und Autobahnraststätten kennst: Segafredo Zanetti, der Inbegriff des dunklen italienischen Espressos. Aber hinter dieser pechschwarzen Bohne versteckt sich ein industrieller Trick. Diese Massenware wird absichtlich so extrem dunkel geröstet, dass man regelrecht von Karbonisierung sprechen muss. Sie wird quasi verbrannt. Warum macht die Industrie das? Weil eine extrem dunkle Röstung einfach alles überdeckt. Minderwertige Bohnen, Schimmelspuren, Unreife oder Ernteschäden, all diese Defekte schmeckst du nicht mehr, wenn die Bohne am Ende nur noch nach Kohle und extremer Bitterkeit schmeckt. Du denkst, du trinkst einen starken, charaktervollen Espresso, aber in Wahrheit trinkst du oft nur die verbrannten Überreste von Bohnen, die eine helle, ehrliche Röstung niemals überstanden hätten. Diese extreme Röstaromatik attackiert deinen Magen und kaschiert lediglich mangelnde Qualität. Auf Platz 8 finden wir einen wahren Giganten der Großröstereien: Dove Egberts, oft in der Großgastronomie oder im ganz normalen Büroalltag zu finden. Aber das absolute Kernproblem liegt hier in der massiven Intransparenz. Bei diesen gigantischen, global zusammengekauften Mischungen gibt es für dich als Endverbraucher keinerlei Angabe zum genauen Erntedatum oder zur Herkunft der Bohne. Um die Weltmarktpreise beim Einkauf optimal auszunutzen, liegen diese Kaffeesäcke oft monatelang in riesigen Zwischenlagern, bevor sie überhaupt die Röstanlage von innen sehen. Und genau hier greift ein unbarmherziger biologischer Prozess. Das physikalische Problem ist der absolute Frischeverlust durch unbemerkte Oxidation. Kaffeebohnen gasen über die Zeit unweigerlich aus. Bei dieser monatelangen Lagerung verdunsten genau die flüchtigen ätherischen Öle,
die den Kaffee eigentlich wertvoll und aromatisch machen. Schlimmer noch, die natürlichen Fette im Inneren der Bohne reagieren mit dem Sauerstoff und beginnen langsam ranzig zu werden. Bevor dieser Kaffee überhaupt verpackt wird, ist er biologisch oft schon komplett tot. Wenn du in der Büroküche auf den Knopf drückst und dich wunderst, warum das Ergebnis so extrem flach und staubig schmeckt, ist die Antwort simpel. Du trinkst ein monatelang gelagertes, anonymes Sammelprodukt, das seine besten Eigenschaften längst an die Hallenluft abgegeben hat. Das ist reiner Industriekaffee ohne jegliche Frische. Wir betreten die gelbe Zone und kommen zu Platz 7, einem der bekanntesten Filterkaffees Deutschlands, Jakobs Krönung. Das berühmte Verwöhnaroma ist in Wahrheit eine völlig anonyme Mischung aus zahllosen Ländern. Bei diesen gigantischen Produktionsmengen gibt es absolut null Rückverfolgbarkeit zu einer bestimmten Farm oder Kooperative. Um diese enormen Volumina so billig wie möglich zu produzieren, stammt der Kaffee aus konventionellem Massenanbau. Das bedeutet den massiven Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln direkt im Ursprungsland. Die Qualität richtet sich hier immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Du kaufst eine standardisierte, potenziell belastete Massenware, bei der du absolut keine Ahnung hast, was genau du da jeden Morgen in deinen Körper schüttest. Das Vertrauen in eine alte Marke schützt dich nicht vor Pestizidrückständen im Filterpapier. Machen wir weiter mit Platz 6 und einem absoluten Filterklassiker: Melitta. Aber hier müssen wir über ein massives technisches Problem sprechen: die industrielle Schockröstung. Um Zeit und Geld zu sparen, werden die Bohnen bei dieser Massenproduktion im Heißluftstrom bei über 400 Grad in nur 2 bis 3 Minuten förmlich gebacken. Das physikalische Ergebnis ist erschreckend. Die Bohne verbrennt außen, bleibt im Kern aber fast roh. Das ist eine Katastrophe für deinen Magen. Denn durch diese viel zu kurze Röstzeit wird die natürliche Chlorogensäure nicht abgebaut. Das ist genau der Grund, warum so viele Menschen nach einer klassischen Tasse Filterkaffee sofort saures Aufstoßen oder starkes Sodbrennen bekommen. Du trinkst einen industriell gehetzten Kaffee, der deinen Magen mit unverdauten Säuren flutet. Auf Platz 5 landet der scheinbare Retter für empfindliche Mägen, Dallmayr Prodomo. Die Werbung verspricht eine spezielle Veredelung, die den Kaffee besonders magenfreundlich macht. Aber lass uns diese Illusion zerstören. Was hier als Premium-Handwerk verkauft wird, ist in Wahrheit ein harter industrieller Eingriff. Die Bohnen werden vor der Röstung massiv gewaschen und physikalisch behandelt, um ihnen die Reizstoffe zwangshaft zu entziehen. Das Problem ist, durch diese intensive Vorbehandlung wird nicht nur die Säure, sondern auch ein Großteil der echten Aromen und wertvollen Kaffeeöle regelrecht herausgewaschen. Das Ergebnis ist ein extrem flaches Getränk. Anstatt von Grund auf hochwertige und schonend geröstete Bohnen zu verwenden, die von Natur aus verträglich sind, nutzt die Industrie hier ein technisches Pflaster für mittelmäßige Rohware. Du bezahlst für die Illusion von Qualität, trinkst aber eigentlich einen totbehandelten Industriekaffee. Kommen wir zu Platz 4 und dem absoluten Giganten im deutschen Einzelhandel: Chibo. Jede Woche neue Angebote und dazu massenhaft Kaffee. Aber hier greift ein unerbittliches mathematisches Gesetz, der Skalierungsflaschenhals. Wenn ein Unternehmen europaweit zigtausende Supermarktregale täglich lückenlos füllen muss, braucht es gigantische Tonnagen an Rohkaffee. Echte Spitzenqualität aus kleinen, nachhaltigen Plantagen lässt sich schlichtweg nicht in diese Dimensionen hochskalieren. Um diese gigantischen Volumina zu sichern, muss der Konzern gezwungenermaßen auf dem globalen Massenmarkt einkaufen. Das bedeutet in der Realität, Kaffees aus völlig unterschiedlichen Ländern, Erntejahren und Qualitätsstufen werden in riesigen Silos gnadenlos zusammengemischt. Jeder individuelle Charakter der Bohne wird dabei gekillt, um einen standardisierten Einheitston zu erzwingen. Selbst wenn Premium oder Röstmeister auf der Verpackung steht, verbietet die schiere Masse eine fehlerfreie Selektion. Und auch in der Fabrik diktiert die Uhr das Tempo. Wenn du Tonnen von Kaffee pro Stunde ausliefern musst, kannst du dir die teure, langsame Trommelröstung für jedes einzelne Pfund schlichtweg nicht leisten. Die Anlagen müssen unter Hochdruck produzieren. Du kaufst hier keine echte Kaffeehauskultur, du kaufst ein perfekt durchkalkuliertes, industrielles Volumenprodukt,
bei dem echte handwerkliche Qualität allein durch die benötigte Menge mathematisch absolut ausgeschlossen ist. Bevor wir jetzt in die grüne Zone und zu den 3 absolut besten Kaffees kommen, eine extrem wichtige Warnung. Wenn du nachmittags als Alternative Tee trinkst, bist du nicht sicher. Auch dort finden Labore massiv Pestizide und unsichtbare Schimmelpilzgifte. Welche bekannten Teemarken du sofort aus der Küche verbannen musst, habe ich dir jetzt oben in der Infokarte verlinkt. Merk dir das Video für gleich. Wir betreten endlich die grüne Zone und kommen zu Platz 3, Idee Kaffee. Hier sehen wir zum ersten Mal eine wirklich sinnvolle technische Lösung für ein massives Alltagsproblem. Viele Menschen reagieren auf normalen Kaffee mit Magendruck, weil die Rohbohne von Natur aus schwer verdauliche Wachse und raue Reizstoffe enthält. Während andere Marken die Bohnen in Lösungsmitteln ertränken oder regelrecht chemisch tottwaschen, nutzt dieses System reinen Wasserdampf. Noch vor der Röstung werden die rohen Bohnen in speziellen Kesseln unter hohem Druck schonend bedampft. Dieser heiße Dampf öffnet die Poren der Bohne auf mikroskopischer Ebene. Das löst die harten Reizstoffe und spült sie fast vollständig heraus, und zwar ganz ohne den Einsatz von aggressiver Chemie. Der geniale Nebeneffekt an dieser Methode? Die eigentliche Zellstruktur bleibt intakt. Das bedeutet, das Koffein als Wachmacher und die wertvollen Aromen bleiben vollständig erhalten. Das ist kein billiger Industrietrick, sondern ein absolut sauberer physikalischer Prozess, der seit Jahrzehnten funktioniert. Wenn du einen extrem magenfreundlichen Kaffee suchst, aber deinen Körper nicht mit unsichtbaren Rückständen belasten willst, ist das hier eine sichere und transparente Wahl im ganz normalen Supermarktregal. Auf Platz 2 landet eine Marke, die echte Qualitätskontrolle betreibt: Illy. Während andere Hersteller die Bohnen einfach ungesichtet in den Röster schütten, läuft hier jede einzelne Bohne durch eine optische Lasersortierung. Minderwertige, schimmelige oder defekte Bohnen werden gnadenlos aussortiert, noch bevor sie überhaupt geröstet werden. Und dann das absolut Wichtigste: die Verpackung. Statt in billigen Papiertüten, die sofort Luft ziehen, wird der Kaffee unter Schutzgas in stabilen Metalldosen versiegelt. Das blockiert jede Form von Oxidation. Wenn du diese Dose aufmachst, riechst du absolute Frische, weil die wertvollen Kaffeeöle perfekt konserviert wurden. Du zahlst hier vielleicht ein paar Euro mehr, bekommst dafür aber reinen und technisch perfekt geschützten Kaffee in echter Spitzenqualität. Und auf Platz 1, der absolute Goldstandard im Supermarktregal, Gepa. Hier stimmt einfach alles. Während die Industrie auf anonyme Massenware setzt, hast du hier 100% Rückverfolgbarkeit. Du weißt exakt, von welcher Kooperative dieser Kaffee stammt. Es ist zertifizierter Bioanbau, was bedeutet keine chemischen Pestizide und keine Kunstdünger auf der Plantage. Aber der absolut entscheidende Faktor passiert bei der Verarbeitung. Gepa nutzt die klassische, langsame Trommelröstung. Bei niedrigen Temperaturen bekommt die Bohne bis zu 20 Minuten Zeit und genau hier passiert die Magie. Denn nur durch diese lange Röstzeit werden schädliche Toxine, aggressive Gerbstoffe und die magenreizende Chlorogensäure fast vollständig abgebaut. Du bekommst ein absolut sauberes, faires und vor allem extrem gesundes Produkt, das deinen Körper nicht belastet. Das ist die absolute Nummer 1, die du ab heute blind kaufen kannst. Schau jetzt in deinen Küchenschrank und entscheide selbst, was dir deine Gesundheit wert ist. Abonniere den Kanal für echte Fakten und wir sehen uns im nächsten Video.